Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Chancen, Doppel oder Mix zu gewinnen, deutlich erhöhen könnt, indem ihr das Mittelfeld dominiert und den Gegner zwingt, einen schlechten oder hohen Schlag zu spielen. In einem Doppel oder Mixed, wenn der Gegner einen einigermaßen guten Aufschlag macht oder man selbst macht einen einigermaßen guten Aufschlag, wird es der Gegner nicht schaffen, den Ball sofort nach unten zu spielen. Da niemand den Ball nach oben spielen möchte, weil man dann ja sofort unter Druck kommt, entwickelt sich in ganz vielen Situationen ein Spiel, das relativ flach ist, wo die Partner jeweils auch noch einigermaßen in der Mitte des Feldes stehen und wo man dann versucht, den Gegner in eine möglichst ungünstige Position zu bringen. Wie man das macht, erkläre ich euch heute anhand von 5 Tipps. Tipp Nummer 1. Haltet den Schläger immer oben. Ein sehr beliebter Fehler ist, dass man den Schläger nach einem Schlag nach unten fallen lässt und ihn dann zum nächsten Schlag wieder nach oben heben muss. Diese Zeit hat man aber in der Regel nicht. Dieses flache Spiel geht relativ schnell und hier ist es extrem wichtig, dass man immer hier den Schläger oben hält und sofort nach dem Schlag auch wieder in diese Position zurückbringt, um bereit zu sein für den nächsten Schlag. Tipp Nummer 2. Habt den Schläger in einem neutralen Griff, möglichst relaxed. Auch der Körper nicht zu sehr verspannt. Indem ihr hier entspannt seid und den Griff neutral habt, könnt ihr, egal was kommt, euch immer schön darauf ausrichten. Sprich, hier auf Vorhand, hier auf Rückhand. Wie ihr das dann aus der Fingerpower macht und wie ihr den Schläger möglichst schnell dreht, das habe ich in einem anderen Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Tipp Nummer 3. Versucht den Ball immer so früh und so hoch wie möglich zu bekommen. Meistens sind die Bälle so, dass sie eben eine Tendenz von oben nach unten haben und dementsprechend wichtig ist es, dass ihr sie möglichst früh bekommt. Das heißt, geht dem Ball, wartet nicht bis der Ball zu euch kommt, sondern geht dem Ball einen Schritt entgegen, dass ihr immer möglichst versucht, hoch an den Ball zu kommen, um ihn dann eben möglichst steil auch wieder nach unten spielen zu können. Tipp Nummer 4. Nachdem jetzt wir den Schläger oben haben, schön relaxed und dem Ball entgegengehen, was machen wir jetzt damit? Viele versuchen dann möglichst viel Speed reinzugeben. Ja, das ist nicht falsch, aber es gibt 2 Sachen, die wesentlich wichtiger sind. Tipp Nummer 4 ist das Wichtigste, ist der Winkel. Das heißt, wenn ihr den Ball nach unten spielen könnt, desto weiter er nach unten ist, desto besser ist es für euch. Der Gegner muss dann entweder einen hohen machen und ihr seid im Angriff, oder er muss einen kurzen machen. Da wir aber relativ nah am Netz schon stehen, heißt es, auch dann ist es für den Gegner ein ungünstiger Schlag, weil wir ihn dann auch von oben nehmen können. Das heißt, versucht Winkel zu generieren, nicht zwingend so schnell wie möglich, gegebenenfalls auch etwas Tempo herauszunehmen, damit er nach der Netzkante schön nach unten droppt, um den Gegner eben zu zwingen, ihn dann hochzuspielen. Tipp Nummer 5. Das zweite, worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr diese Zeit habt, könnt ihr auch schauen, wo stehen die Gegner. Das Feld ist groß genug, es werden sich immer Lücken ergeben. Wenn ich dem Gegner auf den Schläger spiele, werde ich in aller Regel beim einigermaßen guten Gegner einen schnellen Konter zurückbekommen, da er ja hier bereit ist und nur seinen Schläger bewegen muss. Wenn ihr es aber schafft, eine Lücke zu sehen und die anzuspielen, muss der Gegner sich bewegen. Und den Körper zu bewegen, dauert viel, viel länger, als nur den Schläger zu bewegen. Sprich, schaut, wo die Lücken sind. Gerade im Mixed gibt es ganz oft wirklich tolle Lücken, die man anspielen kann. Wenn ihr die trefft, entweder macht einen direkten Punkt oder zwingt den Gegner zu einem sehr, sehr defensiven Schlag und ihr seid direkt in der Offensive. Wie kann man das Ganze üben? Ich zeige euch jetzt 2 Übungen, wie man diese Schläge übt. Zum einen ist es symmetrisch und zum anderen asymmetrisch, wo einer hochspielt und der andere nach unten.